Lektion 1. An neuen Orten navigieren. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich an einem unbekannten Ort verirren. Das öffentliche Verkehrssystem ist zuverlässig. Das ist beruhigend zu hören. Öffentliche Verkehrsmittel können in neuen Städten ein Lebensretter sein. Unbedingt. Es ist oft die einfachste Art, sich fortzubewegen. Haben Sie Tipps für eine effektive Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel? Ich empfehle, eine Transit-App herunterzuladen. Sie kann Updates in Echtzeit bereitstellen. Das ist eine tolle Idee. Normalerweise verlasse ich mich auf Karten, aber Apps sind so viel praktischer. Ja. Außerdem können sie Ihnen helfen, Ihre Route im Voraus zu planen. Das werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Sich zu verirren kann stressig sein. Ganz gewiss. Aber einen Plan zu haben, kann diese Angst lindern. Lektion 2. Modetrends. Ich habe in letzter Zeit Modetrends verfolgt. Oh wirklich? Auf was stehst du in diesen Tagen? Ich mochte übergroße Pullover und bequeme Styles für das kühlere Wetter. Das klingt gemütlich. Übergroße Pullover eignen sich perfekt zum Überziehen. Genau. Sie sind stilvoll und doch bequem, was eine Win-Win-Situation ist. Hast du eine Lieblingsfarbe oder ein Lieblingsmuster für deine Pullover? Ich liebe Erdtöne wie Braun- und Grüntöne. Sie fühlen sich warm und einladend an. Diese Farben sind wunderschön. Sie passen gut zu vielen Outfits. Ja. Was ist mit dir? Welche Trends sind Ihnen aufgefallen? Lektion 3. Musik und Geld. Es ist überraschend, dass Foster für seine frühen Songs kein Geld erhielt. Ja, er scheint sie direkt an die Musikverlage weitergegeben zu haben, nur um seine Musik zu veröffentlichen. Das ist so ein großzügiger Schachzug. Hat er mehr daran geglaubt, seine Kunst zu teilen, als davon zu profitieren? Es scheint so. Seine Leidenschaft für Musik könnte den finanziellen Aspekt überwogen haben. Ich frage mich, wie sich das auf lange Sicht auf seine Karriere ausgewirkt hat. Es hätte ein zweischneidiges Schwert sein können. Er erlangte Anerkennung, verlor aber potenzielle Einnahmen. Stimmt. Es ist interessant, wie Künstler manchmal ihrem Handwerk Vorrang vor finanziellen Gewinnen einräumen. Definitiv. Manche glauben, dass wahre Kunst für jeden kostenlos sein sollte. Ich denke, Künstler sollten immer eine Vergütung für ihre Arbeit verlangen. Lektion 4. Fliegende Freunde. Ich habe Vögel beobachtet, wie sie aufeinander zuflogen. Es ist irgendwie beängstigend zu beobachten, weil ich befürchtete, sie könnten kollidieren. Das klingt heftig. Ich liebe es, Vögel zu beobachten, aber ich kann mir vorstellen, wie besorgniserregend das wäre. Genau. Ihre Bewegungen können so unberechenbar sein, aber es ist gleichzeitig faszinierend. Es ist erstaunlich, wie sie während des Fluges kommunizieren. Schaust du sie oft an? Das tue ich. Das finde ich beruhigend. Was ist mit dir? Ich beobachte auch gerne Vögel, besonders in Parks. Es ist friedlich, einfach nur zu sitzen und zu beobachten. Ja. Und manchmal sieht man einzigartige Arten, die man nicht erwarten würde. Genau. Hast du schon einmal seltene Vögel gesehen? Ich habe einmal einen Kardinal aus der Nähe gesehen, und es war atemberaubend.
Lektion 5. Solide Entscheidungen. Ja, sie sind aus robusten Materialien gefertigt. Perfekt für den Einsatz im Freien. Gibt es sie in verschiedenen Farben? Ich liebe es, Optionen zu haben. Unbedingt. Sie haben eine Vielzahl von Farben, von klassischem Schwarz bis hin zu leuchtendem Rot. Das ist großartig. Ich bevorzuge etwas Buntes, um meine Outdoor-Ausrüstung aufzupeppen. Ich denke, eine helle Farbe wäre auch leichter zu erkennen, besonders in der Natur. Genau. Und es verleiht dem Artikel ein bisschen Persönlichkeit. Zu welcher Farbe neigst du? Ich denke an ein strahlendes Blau. Es würde gut vor den grünen Bäumen aussehen. Das klingt herrlich. Außerdem ist es eine Farbe, die gut auffällt. Lektion 6. Mathe ist wichtig. Das macht mir nichts aus, aber es gibt einige Probleme, die gelöst werden müssen. Von welchen Problemen sprichst du? Die Probleme betreffen Addition und Subtraktion, hauptsächlich bei der Budgetierung. Oh, ich verstehe. Mathe kann schwierig sein, besonders wenn es um Finanzen geht. Genau. Ich denke, ein solides Verständnis dieser Grundlagen ist für den Umgang mit Geld unerlässlich. Ich stimme zu. Haben Sie irgendwelche Strategien, um diese mathematischen Probleme anzugehen? Normalerweise zerlege ich sie in kleinere Teile. Das macht sie leichter zu verstehen. Das ist ein guter Ansatz. Ich finde, dass die Verwendung von visuellen Hilfsmitteln auch sehr hilfreich sein kann. Ja, Diagramme und Grafiken können einen großen Unterschied beim Verständnis ausmachen. Lektion 7. Historische Entscheidungen. Er schloss sich den Queen's Own Rifles an, einer Milizeinheit. Das ist interessant. Was war seine Rolle in dieser Einheit? Er war bald einer der Soldaten, die geschickt wurden, um einen Eisenbahnprotest zu unterdrücken. Das muss eine schwierige Situation gewesen sein. Wie hat er sich dabei gefühlt? Ich glaube, er fühlte sich hin und her gerissen, weil er dienen wollte, aber auch die Befehle in Frage stellte. Es ist immer eine Herausforderung, wenn Pflicht mit persönlichen Überzeugungen kollidiert. Genau. Es zeigt, wie komplex Geschichte sein kann. Ja. Jede Entscheidung kann nachhaltige Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Was denkst du? Ich denke, wenn wir diese Ereignisse verstehen, können wir aus der Vergangenheit lernen. Lektion 8. Kulinarische Abenteuer. Ich habe über Küchen nachgedacht, die ich erkunden sollte. Wie wäre es, chinesische Küche zu probieren? Es ist vielfältig und schmackhaft. Das klingt köstlich. Welche Gerichte würdest du einem Anfänger empfehlen? Ich würde vorschlagen, mit ein paar Knödeln und gebratenem Reis zu beginnen. Sie sind sehr beliebt. Tolle Idee. Ich liebe es, neue Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Gibt es bestimmte Restaurants, die du magst? Ja, es gibt einen fantastischen Ort in der Innenstadt, der authentische Gerichte serviert. Ich würde es mir gerne ansehen. Haben Sie vegetarische Optionen? Unbedingt. Sie bieten eine Vielzahl an vegetarischen Gerichten, die ebenso lecker sind. Perfekt. Ich freue mich darauf, diese Küche mit Ihnen zu erkunden. Lektion 9. Frühstücksfavoriten. Ich bevorzuge Toast mit Marmelade und eine Tasse Kaffee am Morgen.
Das klingt köstlich. Hast du eine Lieblingsmarmelade? Ich liebe Erdbeermarmelade. Sie ist süß und passt perfekt zu Toast. Strawberry ist ein Klassiker. Ich mag Himbeermarmelade für ein bisschen Herbheit. Das klingt auch gut. Hast du irgendwelche Morgenrituale? Normalerweise nehme ich mir Zeit, um mein Frühstück in Ruhe zu genießen, bevor ich meinen Tag beginne. Das ist eine nette Art, den Ton für den Tag anzugeben. Ich lese gerne die Nachrichten, während ich esse. Das ist klug. Es hält Sie auf dem Laufenden, während Sie Ihr Essen genießen. Genau. Es ist eine gute Balance zwischen Entspannung und Produktivität. Lektion 10. Tanzende Elefanten. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, einen Elefanten dazu zu bringen, durch ein Minenfeld zu tanzen. Das klingt unglaublich riskant. Aber es wäre ein toller Anblick. Richtig. Es wäre definitiv eine Herausforderung für jeden Trainer. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie Sie das sicher angehen würden. Es würde eine sorgfältige Planung und viel Geduld erfordern, da bin ich mir sicher. Definitiv. Es ist faszinierend, wie Elefanten für verschiedene Aufgaben trainiert werden können. Ja. Sie sind intelligente Kreaturen mit einzigartigen Verhaltensweisen. Ich würde gerne mehr über Ihre Trainingsmethoden erfahren. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie Sie Bindungen zu Ihren Trainern aufbauen. Lektion 11. Religiöse Dynamik. Der Protestantismus und andere lokale Herrscher unterstützten in dieser Zeit die römisch-katholische Kirche. Das ist eine interessante Dynamik. Das muss für eine Menge Spannung gesorgt haben. Unbedingt. Die Konflikte zwischen diesen Gruppen prägten einen Großteil der Geschichte. Ja. Es ist faszinierend, wie stark Überzeugungen politische Entscheidungen beeinflussen können. Genau. Jede Seite hatte starke Beweggründe für ihr Handeln. Denken Sie, dass diese historischen Konflikte heute relevant sind? Ich glaube, das tun sie. Sie erinnern uns daran, wie wichtig Dialog und Verständigung sind. Unbedingt. Aus der Vergangenheit zu lernen, kann uns helfen, eine harmonischere Zukunft aufzubauen. Ja, es ist wichtig, Toleranz und Respekt für unterschiedliche Überzeugungen zu fördern. Lektion 12. Ethik in der Wirtschaft. Was haben Wirtschaft und Ethik miteinander zu tun? Sie sind eng miteinander verbunden. Ethische Praktiken sind für langfristigen Erfolg unerlässlich. Genau. Unternehmen, die Ethik priorisieren, bauen sich oft einen besseren Ruf auf. Ja, Verbraucher sind sich heute ethischer Geschäftspraktiken bewusster. Es ist großartig, einen Wandel hin zu verantwortungsvolleren Geschäftsmodellen zu sehen. Definitiv. Ethische Entscheidungen können auch zu einer besseren Mitarbeiterzufriedenheit führen. Unbedingt. Ein positives Arbeitsumfeld kommt allen Beteiligten zugute. Es geht darum, eine Kultur der Integrität und des Respekts zu schaffen. Ich hoffe, dass mehr Unternehmen den Wert von Ethik in ihrer Geschäftstätigkeit erkennen werden. Lektion 13. Kollaborative Macht. Ich denke, die Zusammenarbeit könnte unseren beiden Organisationen erheblich zugutekommen. Unbedingt.
Zusammenarbeit kann zu wirkungsvolleren Ergebnissen führen. Ja, die Kombination unserer Ressourcen könnte zu innovativen Lösungen führen. Genau. Auf welche spezifischen Bereiche sollten wir uns Ihrer Meinung nach zuerst konzentrieren? Ich glaube, wir sollten mit unseren Outreach-Programmen beginnen. Sie ergänzen sich gut. Das macht Sinn. Das Teilen unserer Netzwerke könnte unsere Reichweite erheblich erweitern. Richtig. Außerdem könnten wir gemeinsame Veranstaltungen organisieren, um mehr Teilnehmer anzulocken. Ich liebe diese Idee. Es würde ein Gefühl von Gemeinschaft und Engagement schaffen. Definitiv. Lassen Sie uns ein Brainstorming über einige potenzielle Projekte machen, die wir gemeinsam angehen können. Lektion 14. Die universelle Sprache. Unbedingt. Es ist eine universelle Sprache, die Menschen auf der ganzen Welt verbindet. Ich stimme voll und ganz zu. Musik hat die einzigartige Fähigkeit, uns zusammenzubringen. Genau. Es kann Emotionen und Erinnerungen hervorrufen, unabhängig davon, woher sie kommen. Ja. Hast du ein Lieblingsgenre, das bei dir Anklang findet? Ich mag einen Mix aus Genres, aber ich liebe besonders klassische Musik. Klassik hat eine solche Tiefe und Komplexität. Es kann so beruhigend sein. Das ist es wirklich. Spielst du irgendwelche Musikinstrumente? Ich spiele Gitarre. Es ist eine großartige Möglichkeit, mich auszudrücken. Das ist wunderbar. Ich wollte schon immer ein Instrument lernen. Lektion 15. Ausgewogenes Wachstum. Richtig. Deshalb ist es wichtig, sich sowohl auf Stärken als auch auf Verbesserungsmöglichkeiten zu konzentrieren. Unbedingt. Eine ausgewogene Perspektive kann zu persönlichem Wachstum führen. Genau. Das Erkennen unserer Stärken hilft uns, Selbstvertrauen aufzubauen. Und wenn wir Bereiche erkennen, in denen Verbesserungen möglich sind, können wir uns weiterentwickeln. Ja, es ist wie eine Roadmap für unsere persönliche Entwicklung. Setzen Sie sich auf der Grundlage dieser Selbsteinschätzung bestimmte Ziele? Das tue ich. Ich finde, dass das Setzen von erreichbaren Zielen mich motiviert. Das ist ein großartiger Ansatz. Ich versuche auch, meine Fortschritte regelmäßig zu bewerten. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, wo wir angefangen haben und wie weit wir gekommen sind. Lektion 16. Zimmerreservierung. Sie nehmen sich Zeit. Wir freuen uns über Ihre Hilfe. Gute Neuigkeiten. Wir haben ein Deluxe-Zimmer für Sie verfügbar. Das klingt fantastisch. Welche Annehmlichkeiten bietet das Deluxe-Zimmer? Es bietet eine wunderschöne Aussicht, ein King-Size-Bett und ein Spa-ähnliches Badezimmer. Beeindruckend. Das klingt luxuriös. Ich kann es kaum erwarten, mich dort zu entspannen. Du hast es verdient. Es ist der perfekte Ort, um nach einem anstrengenden Tag zu entspannen. Unbedingt. Ich werde auf jeden Fall das Beste daraus machen. Hast du irgendwelche Pläne für deinen Aufenthalt? Ich hoffe, die lokalen Sehenswürdigkeiten erkunden und einige Auszeiten genießen zu können. Lektion 17. Informationen finden. Okay, haben Sie Vorschläge, wo ich zuverlässige Informationen finden kann?
Ja, ich empfehle, akademische Datenbanken oder seriöse Nachrichtenseiten zu überprüfen. Das ist eine tolle Idee. Ich werde oft von der schieren Menge an Informationen im Internet überwältigt. Ich verstehe. Es ist wichtig, Fehlinformationen herauszufiltern. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass das, was ich lese, korrekt und vertrauenswürdig ist. Du könntest auch in Bibliotheken nachschauen. Sie haben oft Ressourcen und Personal, um dir zu helfen. Das ist ein gutes Argument. Bibliotheken können eine Fundgrube an Informationen sein. Unbedingt. Außerdem bieten sie manchmal Workshops zu Forschungskompetenzen an. Ich werde auf jeden Fall in meiner örtlichen Bibliothek nachschauen. Danke für den Vorschlag. Lektion 18. Aufräumen. Ich stimme zu. Ich habe festgestellt, dass es hilfreich sein kann, unbenutzte Artikel zu spenden oder zu verkaufen. Unbedingt. Es räumt Platz auf und hilft gleichzeitig anderen. Ja. Außerdem fühlt es sich gut an zu wissen, dass jemand anderes das verwenden kann, was ich nicht mehr brauche. Genau. Hast du in letzter Zeit etwas entrümpelt? Ich habe gerade meinen Schrank durchsucht und viele alte Klamotten losgeworden. Das ist großartig. Es ist erstaunlich, wie viel wir im Laufe der Zeit ansammeln können. Das ist es wirklich. Ich war überrascht, wie viele Artikel ich seit Jahren nicht mehr getragen hatte. Das Gleiche hier. Ich versuche eine saisonale Säuberung durchzuführen, um die Dinge überschaubar zu halten. Das ist eine kluge Strategie. Ich könnte diese Routine auch übernehmen. Lektion 19. Produktive Besprechungen. Ja, habe ich. Es war produktiv, aber es gab einige Konflikte. Das ist interessant. Was hat den Konflikt während des Treffens verursacht? Es gab unterschiedliche Meinungen zur Projektausrichtung, was eine Debatte auslöste. Ich kann mir vorstellen, wie das passieren würde. Es ist wichtig, verschiedene Standpunkte zum Ausdruck zu bringen. Genau. Es war jedoch eine Herausforderung, das Gespräch konstruktiv zu führen. Das ist wahr. Diskussionen können leicht hitzig werden, wenn Emotionen im Spiel sind. Ja. Aber am Ende haben wir es geschafft, Gemeinsamkeiten zu finden. Das ist toll zu hören. Eine Lösung zu finden, ist der Schlüssel, um voranzukommen. Unbedingt. Ich glaube, es hat unser Team auf lange Sicht gestärkt. Lektion 20. Essensplanung. Klingt, als wärst du bereit für die Woche. Ja, ich plane meine Mahlzeiten gerne im Voraus, um organisiert zu bleiben. Das ist klug. Das spart Zeit und hilft Ihnen, gesündere Entscheidungen zu treffen. Genau. Normalerweise wähle ich Rezepte, die einfach zuzubereiten sind. Planen Sie Mahlzeiten für die ganze Woche auf einmal. Ja, ich finde, dass es hilft, Stress an geschäftigen Tagen abzubauen. Das macht Sinn. Es muss sich befriedigend anfühlen, alles startklar zu haben. Das tut es wirklich. Außerdem kann ich ungesunde Optionen in letzter Minute vermeiden. Ich sollte auch mit der Essensplanung beginnen. Das klingt nach einem Wendepunkt. Lektion 21. An neuen Orten navigieren.
Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich an einem unbekannten Ort verirren. Das öffentliche Verkehrssystem ist zuverlässig. Das ist beruhigend zu hören. Öffentliche Verkehrsmittel können in neuen Städten ein Lebensretter sein. Unbedingt. Es ist oft die einfachste Art, sich fortzubewegen. Haben Sie Tipps für eine effektive Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel? Ich empfehle, eine Transit-App herunterzuladen. Sie kann Updates in Echtzeit bereitstellen. Das ist eine tolle Idee. Normalerweise verlasse ich mich auf Karten, aber Apps sind so viel praktischer. Ja. Außerdem können sie Ihnen helfen, Ihre Route im Voraus zu planen. Das werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Sich zu verirren kann stressig sein. Ganz gewiss. Aber einen Plan zu haben, kann diese Angst lindern. Lektion 22. Modetrends. Ich habe in letzter Zeit Modetrends verfolgt. Oh wirklich? Auf was stehst du in diesen Tagen? Ich mochte übergroße Pullover und bequeme Styles für das kühlere Wetter. Das klingt gemütlich. Übergroße Pullover eignen sich perfekt zum Überziehen. Genau. Sie sind stilvoll und doch bequem, was eine Win-Win-Situation ist. Hast du eine Lieblingsfarbe oder ein Lieblingsmuster für deine Pullover? Ich liebe Erdtöne wie Braun- und Grüntöne. Sie fühlen sich warm und einladend an. Diese Farben sind wunderschön. Sie passen gut zu vielen Outfits. Ja. Was ist mit dir? Welche Trends sind Ihnen aufgefallen? Lektion 23. Wiederaufladbare Karten. Unbedingt. Du kannst an jeder Station eine wiederaufladbare Karte bekommen. Das klingt praktisch. Wie funktioniert das genau? Sie kaufen einfach die Karte und können ihr bei Bedarf Geld hinzufügen. Großartig. Gibt es einen Mindestbetrag, den Sie darauf laden müssen? Normalerweise variiert es je nach Station, aber im Allgemeinen ist es durchaus angemessen. Das ist gut zu wissen. Kannst du es für verschiedene Transportarten verwenden? Ja. Es funktioniert für Busse, Züge und sogar einige Straßenbahnen. Wow, das ist wirklich vielseitig. Vielleicht hole ich mir einen für meinen täglichen Arbeitsweg. Es würde Ihnen das Reisen auf jeden Fall erleichtern. Lektion 24. Nach Tops suchen. Großartig. Lass uns damit beginnen, ein paar Tops zu finden. Was ist deine Größe? Normalerweise trage ich eine Größe in Größe M, aber das hängt von der Marke ab. Das macht Sinn. Verschiedene Marken können unterschiedliche Größen haben. Genau. Ich habe gelernt, Dinge anzuprobieren, wann immer es möglich ist. Das ist eine gute Strategie. Bevorzugst du einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Farbe? Ich liebe leuchtende Farben. Sie verschönern meine Garderobe wirklich. Leuchtende Farben machen Spaß. Ich denke, sie spiegeln wirklich die Persönlichkeit wider. Ja. Was ist mit dir? Welcher Stil würde deiner Meinung nach gut zu mir passen? Ich denke, ein fließendes Top in einer kräftigen Farbe würde perfekt zu dir passen. Lektion 25. Köstliche Mahlzeiten. Das klingt köstlich. Was ist mit Beilagen?
Wir könnten einen einfachen Gurkensalat machen. Er ist erfrischend und einfach zuzubereiten. Ich liebe Gurkensalat. Er passt gut zu fast jedem Hauptgericht. Genau. Außerdem verleiht es der Mahlzeit einen schönen Crunch. Gibt es noch andere Beilagen, die du gerne zubereitest? Ich mag auch gebratenes Gemüse. Es bringt so tolle Aromen zur Geltung. Gebratenes Gemüse ist fantastisch. Hast du ein Lieblingsgewürz für sie? Normalerweise nehme ich Olivenöl, Knoblauch und eine Prise Kräuter. Das klingt perfekt. Ich kann es schon fast schmecken. Lektion 26. Verbraucherverhalten. Das Tempo der Technologie nimmt ständig zu. Was ist mit dem Verbraucherverhalten? Haben Sie bemerkt, wie schnell sich das mit neuen Trends ändert? Ja, es scheint, als ob die Leute immer nach dem Neuesten und Besten suchen. Genau. Unternehmen müssen sich schnell anpassen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Es ist faszinierend, wie sich die Präferenzen der Verbraucher über Nacht ändern können. Definitiv. Soziale Medien spielen eine große Rolle bei der Beeinflussung dieser Entscheidungen. Das ist wahr. Es kann zu Trends führen, die sich wie ein Lauffeuer ausbreiten. Ich frage mich, wie Unternehmen mit so schnellen Veränderungen Schritt halten können. Meiner Meinung nach ist es wichtig, innovativ und reaktionsschnell zu bleiben. Lektion 27. Kundenservice. Ich schätze Ihre Hilfe und schnelle Antwort. Danke. Wir bemühen uns, den bestmöglichen Service zu bieten. Es zeigt sich wirklich, ein guter Kundenservice macht einen großen Unterschied. Ich stimme zu. Es schafft eine positive Erfahrung für alle Beteiligten. Ja, ich fühle mich als Kunde mehr geschätzt, wenn ich einen großartigen Service erhalte. Genau. Es fördert Loyalität und Wiederholungsgeschäfte. Haben Sie Tipps zur Pflege guter Kundenbeziehungen? Regelmäßige Kommunikation und Feedback können einen großen Beitrag zum Vertrauensaufbau leisten. Das ist ein großartiger Punkt. Den Kunden zuzuhören hilft, den Service zu verbessern. Lektion 28. Kollaborative Änderungen. Aufgrund Ihres Feedbacks haben wir einige Änderungen vorgenommen. Ich freue mich über deine Vorschläge. Lassen Sie uns besprechen, welche Änderungen vorgenommen wurden. Wir haben das Layout angepasst, um es benutzerfreundlicher zu gestalten. Das klingt ausgezeichnet. Ein besseres Layout kann die Benutzerfreundlichkeit wirklich verbessern. Ja, wir haben auch einige Funktionen aktualisiert, um die Leistung zu verbessern. Wow, das ist eine großartige Initiative. Ich freue mich auf die Ergebnisse. Ich glaube, diese Änderungen werden erhebliche Auswirkungen haben. Unbedingt. Zusammenarbeit hilft uns wirklich dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen. Lassen Sie uns die Kommunikation offen halten, während wir weitermachen. Lektion 29. Tagesablauf. Ich nehme den Bus zur Arbeit. Wenn ich nach Hause komme, esse ich einen Snack und ziehe mich um. Das klingt nach einer schönen Routine. Was hast du normalerweise für einen Snack?
Ich schnappe mir oft etwas Obst oder einen Müsliriegel. Das geht schnell und ist gesund. Das sind gute Entscheidungen. Ich bevorzuge auch etwas Leichtes nach einem langen Tag. Genau. Es hilft mir, vor dem Abendessen neue Energie zu tanken. Hast du eine ähnliche Routine? Ja, ich entspanne mich auch gerne nach der Arbeit mit einem leichten Snack. Es ist schön, diese Zeit zum Entspannen zu haben. Was machst du normalerweise nach deinem Snack? Ich lese oder schaue mir oft eine Sendung an, um mich zu entspannen. Wie steht's mit dir? Normalerweise lese ich E-Mails oder bereite mich auf den nächsten Tag vor. Lektion 30. Marketingideen. Hallo da. Ich habe über einige Ideen für eine neue Marketingstrategie nachgedacht. Das klingt aufregend. Was schwebt dir vor? Ich denke darüber nach, Social-Media-Influencer zu nutzen, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Das ist eine tolle Idee. Influencer können sich wirklich mit ihren Followern verbinden. Genau. Sie können authentische Inhalte erstellen, die bei potenziellen Kunden Anklang finden. Haben Sie bestimmte Influencer identifiziert, mit denen Sie zusammenarbeiten möchten? Ja, ich habe einige im Kopf, die zu unseren Markenwerten passen. Das ist wichtig. Es stellt sicher, dass sich die Partnerschaft echt anfühlt. Ich würde gerne Ihre Gedanken dazu hören, wie Sie effektiv mit ihnen umgehen können. Lektion 31. Kommende Pläne. Noch nicht, aber ich werde bald gehen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Wo willst du hingehen? Ich erwäge einen Ausflug in die Berge zum Wandern. Das klingt unglaublich. Es ist immer erfrischend, nach draußen zu gehen. Ja. Ich kann es kaum erwarten, die frische Luft und die wunderschöne Landschaft zu genießen. Hast du bestimmte Trails im Sinn? Ich habe von einigen großartigen gehört, die eine atemberaubende Aussicht bieten. Ich hoffe, du machst viele Fotos. Diese Erinnerungen sind von unschätzbarem Wert. Das werde ich auf jeden Fall. Ich werde sie mit dir teilen, wenn ich zurückkomme. Lektion 32. Historische Konflikte. Es wurden unangemessene Forderungen an das Land gestellt, und die Barone beschlossen, Widerstand zu leisten. Das klingt nach einem entscheidenden Moment in der Geschichte. Was ist zu dieser Zeit passiert? Es war ein Machtkampf zwischen der Monarchie und den Baronen. Ich verstehe. Diese Konflikte prägen oft die Zukunft einer Nation. Genau. Die Barone kämpften für ihre Rechte und Freiheiten. Es ist faszinierend, wie solche Ereignisse zu erheblichen Veränderungen führen können. Ja, diese historischen Momente haben oft nachhaltige Auswirkungen auf die Gesellschaft. Ich stimme zu. Das Verständnis der Geschichte hilft uns, unsere Gegenwart zu schätzen. Unbedingt. Es ist wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen, um eine bessere Zukunft aufzubauen. Lektion 33. Musik und Geld. Unbedingt. Wahnsinn, wie süchtig wir nach diesen kleinen Geräten geworden sind. Ich weiß. Es ist, als könnten wir nicht funktionieren, ohne alle paar Minuten unsere Telefone zu überprüfen. Genau. Manchmal frage ich mich, wie wir es vor Smartphones geschafft haben.
Richtig? Ich erinnere mich, dass ich Karten benutzt und tatsächlich mit Menschen von Angesicht zu Angesicht gesprochen habe. Das waren Zeiten. Jetzt fühlt sich alles so digital an. Ja, aber es ist auch praktisch, um in Verbindung zu bleiben. Denken Sie, es ist ein guter Kompromiss? Es ist eine gemischte Mischung. Technologie hilft uns zwar, uns zu verbinden, aber manchmal isoliert sie uns auch. Stimmt. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Bildschirmzeit und realen Interaktionen zu finden. Unbedingt. Vielleicht sollten wir während unseres Tages etwas Zeit ohne Technik einplanen. Lektion 34. Netzwerkmöglichkeiten. Das ist genial. Haben Sie auf der Konferenz interessante Fachleute getroffen? Ja, ich habe tatsächlich Kontakt zu einigen Branchenführern aufgenommen. Es war inspirierend. Das ist großartig. Networking kann so viele Türen öffnen. Wer ist dir am meisten aufgefallen? Es gab eine Frau, die über innovative Nachhaltigkeitsansätze sprach. Wow, das klingt faszinierend. Was war Ihre Hauptbotschaft? Sie betonte, wie wichtig es ist, branchenübergreifend zusammenzuarbeiten, um echte Veränderungen zu erreichen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist unerlässlich, um große Herausforderungen zu bewältigen. Genau. Ich denke, wir sollten uns mit ihr über eine mögliche Zusammenarbeit in Verbindung setzen. Definitiv. Es könnte zu einigen aufregenden Projekten führen. Lektion 35. Kulinarisches Erlebnis. Diese Restaurants können auch erlesene Weine zum Essen servieren. Das klingt herrlich. Ein guter Wein kann eine Mahlzeit wirklich verschönern. Unbedingt. Es ist interessant, wie die Kombination von Weinen das kulinarische Erlebnis verbessern kann. Ja, haben Sie eine Lieblingsweinsorte, die Sie zu Ihren Mahlzeiten genießen? Ich bevorzuge eher Rotweine, besonders zu herzhaften Gerichten. Gute Wahl. Rotwein passt so gut zu Pasta und rotem Fleisch. Genau. Was ist mit dir? Hast du eine Präferenz? Ich mag Weißwein, besonders zu Meeresfrüchten. Es ist erfrischend. Das passt perfekt zusammen. Wir sollten irgendwann zusammen ein neues Restaurant ausprobieren.